Die barocke Form hat das Palais während der Regierungszeit der Kaiserin Maria Theresia in dem 18. Jahrhundert bekommen. Später wurden während der Regierungszeit von Kaiser Franz Josef einige bauliche Veränderungen durchgeführt. Während des Zweiten Weltkrieges brannte das königliche Palais komplett aus. Es wird heute als Museum benutzt. Wenn Sie Interesse für ungarische Kunst haben, würde ich Ihnen unsere Nationalgalerie, das Budapester Historische Museum und unsere Nationalbibliothek, die Széchenyi Bibliothek, empfehlen. Next to the palace, you can see a white building. This is the only now classical building in the castle district, the Alexander Palace. Nowadays, this is the residence of the Hungarian president. Neben dem königlichen Palais ist ein weißes Gebäude, das Alexanderpalais. Dieses Gebäude ist das einzige neoklassizistische Gebäude im Burgviertel. Heute ist das Alexanderpalais die Residenz des Staatspräsidenten. Next to the Alexander Palace is a yellow building, a former monastery, which today is a dance theater. Between the Royal Palace and the Alexander Palace, there is the funicular, which is the second oldest one in Europe. Neben dem Alexanderpalais ist ein gelbes Gebäude, ein ehemaliges Kloster, heute unser Tanztheater. Zwischen dem königlichen Palais und dem Alexanderpalais befindet sich unsere Standseilbahn. Sie ist die zweitälteste Standseilbahn Europas. After passing under the chain bridge, please look to the left. On the top of the castle hill, you can see the Coronation Church, the Matthias Church, and in front of it, the Fisherman's Bastion. Nachdem wir unter der Kettenbrücke durchgefahren sind, sehen Sie links den Burgberg. Dort ist unsere Königskirche, die Matthiaskirche, und davor steht die Fischermann. The Matthias Church is one of the oldest churches in Budapest, and it was reconstructed several times. The first church was constructed during the second part of the 13th century as a dedication to Mary after the Mongolian invasion. In the 14th century, it was rebuilt in Gothic style. When the Turks occupied Hungary, they conquered this church too and converted it into a mosque. The last reconstruction took place at the turn of the 19th and 20th century, when it was reconstructed in Neo-Gothic style. We call this church a coronation church because several Hungarian kings were crowned here, among them Emperor Franz Joseph and the Empress Elizabeth, or Sissi. Our famous King Matthias was not crowned there, but he got married there twice, and he celebrated both of his weddings in the church. That's why it's named as Matthias Church. Die Matthiaskirche ist eine der ältesten Kirchen in Budapest. Sie wurde sehr oft umgebaut. Die erste Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Dankeskirche für Maria nach der Mongolen-Invasion gebaut. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche in gotischer Form umgebaut. Die Türken eroberten die Kirche und haben daraus eine Moschee gemacht. Der letzte Umbau erfolgte um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Kirche bekam ihre derzeitige neogotische Form. Unser berühmter König, König Matthias, wurde nicht hier gekrönt, aber er hat zweimal geheiratet und seine beiden Hochzeiten hier gefeiert. Deshalb trägt die Kirche den Namen Matthiaskirche. The Fisherman's Bastion is not an old monument. It was constructed at the beginning of the 20th century as a decoration to the Matthias Church. It's also an observation terrace. And why is it called Fisherman's Bastion? The fishermen defended this part of the castle district in the Middle Ages. The Fisherman's Bastion has 7 towers to symbolize the 7 chiefs who led the Hungarians into the Carpathian Basin. These ancestors were living in tents because they were traveling tribes, and that's why the towers are shaped like these tents.